Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Da sind wir wieder, liebe Community, bei einer weiteren Folge. So, wir machen jetzt in der Folge das Warm-up-Quali. Wir haben in dem Video davor ein paar Kisten geöffnet und ich habe soweit die ganzen kleinen Teile schon geupgradet. Allerdings upgraden wir jetzt die großen Teile. Charles Leclerc auf 5, hatten richtig viel Glück. Also unbedingt auch das Video davor anschauen, weil wir haben da die Kisten geöffnet und es hat sich einfach mega gelohnt. Wie ihr auch seht jetzt, hier Lando Norris, George Russell und Charles Leclerc. Alle drei konnten wir jetzt uppen. So, wir bleiben aber mit George Russell im Rennen. Charles Leclerc würde ich eher bevorzugen, allerdings hat er mich echt enttäuscht. Jetzt kommen wir hier zu den Großen. Das war einfach geil hier, True Grit, das war eigentlich auch der Grund, warum ich die Kisten geholt habe. Können wir jetzt auch auf 4 upgraden und Leviathan, da hatten wir einfach nur Glück. Und meine Kohle schwindet dahin von 2,5 Milliarden auf 1,5 Milliarden. Allerdings super Equip, kann man eigentlich nichts sagen. Premium Pass haben wir auch aktiviert, wie wir hier sehen. Das machen wir dann alles später. Wichtig ist, dass wir hier den Grand Prix fahren und uns Anwärter, Herausforderer, Junior, Champion, da gehen wir rein. Wir springen wieder in die Champions-Klasse und dieses Wochenende, Leute, werden wir uns richtig anstrengen. Ich hoffe, dass es mit dem Setup jetzt funktioniert auch. Wir haben wieder abgegradet und ja, es muss funktionieren. Also die Qualifikation hier, die Mittwoch-Qualifikation sollte kein Problem sein. Schaffen wir eigentlich immer, wie wir auch sehen, 3 Rennen, 21. So, wir springen direkt rein. Regen, ja, 16% Regenwahrscheinlichkeit in Österreich. Wir machen hier das erste Rennen und das zweite Rennen machen wir zusammen. Das dritte Rennen, Baku. Leute, quatschen wir mal über Strategie, über Pitstop-Strategie. Machen wir dann im zweiten Rennen, sorry. Und ja, versuchen hier so viele Punkte wie möglich zu kriegen. Haben jetzt natürlich auch mehr Teampunkte. Besseres Setup und bessere Fahrer. Und wir hoffen, oh, da unser Gegner hier mit 1607. Das wird interessant. Mal gucken, was er für ein Setup hat. Mal gucken, was er für Fahrer hat. Bin ich sehr, sehr gespannt. So, Österreich-Spielberg, los geht's. Nicht einer meiner Lieblingsstrecken, bin ich ehrlich. Eigentlich einer meiner Strecken, die ich überhaupt nicht mag. Da müssen wir aber jetzt durch. Boah, Gegner fährt 10 und 14. Also, das wird hart. So, wir müssen das Rennen auf nass anfangen. Wir werden Ballast benutzen mit Max. Und mit George werden wir Copper benutzen. Müssen auf Regen raus. Allerdings wird es trocken und wir sehen, dass es sonnig wird. Und zwar in 4 Minuten. Das heißt, dass wir lange, lange draußen bleiben müssen. 5 Minuten würde es so gesehen komplett dauern. Dann ist es trocken. Allerdings, da ist das Rennen schon zu Ende. Also werden wir das Rennen hier auf Regenreifen anfangen und werden auch auf Regenreifen beenden. So, werden jetzt hier nach der Kurve hier runter vom Gas mit beiden Fahrern. So, können mit unseren Fahrern eine 4-5 fahren und eine 5-4. Beide so gesehen nur einen Boxenstopp. Werden versuchen mit Max Verstappen hier einen Undercut zu machen. Das heißt, er wird nach der 4. Runde pitten müssen. George bleibt ein bisschen länger drin. Hoffen, dass das Auto sich ruhig verhält hier, keine Probleme macht und dass wir ein entspanntes Rennen fahren. George ziemlich okay, was er hier macht. Versucht Platz 15 zu machen, hätte fast sogar noch Platz 16 verloren.
So, jetzt kann George ein bisschen Gas geben hier. Wie schon gesagt, werden mit George nach der Runde hier, das ist seine Runde hier, da wo der jetzt ein bisschen auch pushen muss. Er muss danach in die Pits. Das Auto wird vollständig repariert. Max kann jetzt auch ein bisschen Gas geben hier. So, Gegner bleibt draußen, wie wir sehen. Max kann jetzt ein bisschen Gas geben hier. Und kommt jetzt nach der Runde hier rein. Das ist gut. Russell hat einen guten Boxenstopp hingelegt. Kann jetzt in der Runde komplett Vollgas geben, damit wir hier den Anschluss kriegen. Der Gegner muss mit beiden Fahrern rein. Der Gegner macht so gesehen eine 5-4. So, und George kommt jetzt hier von hinten angedonnert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und. Jawohl. Ah, da sind wir da hängen geblieben. Was ist das da? Pierre Gasly in Alpha Tauri. Da sind wir kurz hängen geblieben mit ihm. Aber alles wunderbar. Müssen auch runter vom Gas, weil sonst haben wir hier ein Problem. So, und Verstappen kann jetzt ein bisschen beschleunigen. Hatten kurzzeitig die Führung. Allerdings haben wir die jetzt abgeben müssen. So, und Russell hat jetzt 60%. Wir auch 20% brauchen wir jede Runde. Max macht jetzt hier kein Plätzchen. Ja, jawohl, jetzt hat er den gemacht. George wieder ein bisschen beschleunigen. Max ist jetzt kurz dran, jetzt hier noch einen Platz zu machen. Ist viel Hektik hier. Wir müssen beschleunigen, dann wieder runtergehen, beschleunigen, wieder runtergehen. Das geht die ganze Zeit so hier. Wir hoffen auf eventuell irgendeinen Fehler von den Leuten hier vorne. Vor Max Verstappen, ihr seht selber eine 5-4. War nicht. Oh, da werden wir sogar noch überrundet hier von dem ersten. Wer ist das hier? Lando Norris. Wahnsinn. Versuchen hier mit Russell nochmal P8. Ja, Position 8 haben wir gemacht. Und Max hat auch jetzt hier Platz nochmal gemacht. Allerdings reicht es nicht, um zu gewinnen, so wie es aussieht. Max Verstappen jetzt auch nochmal hier mit einem Fehler. George Russell hat es geschafft, ist auf, jawohl, Platz 17. Max Verstappen und sogar noch Platz 16. Perfekt. Platz 8 und Platz 16. Sehr, sehr gutes Rennen. 26 Punkte haben wir geholt. Ja, sehr, sehr geil. Da haben wir selbst unseren Gegner mit fast 100, mit mehr wie 140 haben wir ihn geknackt. Das ist sehr, sehr gut. Hier, Hamilton auf 5 und Russell auf 6. Wahnsinn. Dann Leviathan auf 5, Flow auf 5, Hydra auf 6, Vindicator auf 6, Mirage auf 8 und Claw auf 7. Ihr seht selber, dieses Setup ist nicht unbedingt das Beste. Wir springen direkt in das nächste Rennen. Gegner genau der gleiche. Wir fahren hier in Montreal, jetzt Kanada, mit 100% Regen. Und ja, da werden wir auch einen Undercut machen. So wie jetzt gerade eben mit George, ihr habt dann selber gesehen. Haben da trotzdem noch eine gute Platzierung gefahren. Also Undercut manchmal bringt auf jeden Fall was. Erst recht hier in Montreal werden wir hier nochmal einen Undercut machen. So, George Russell 16, Max Verstappen 20. Es regnet, wir fahren mit den gleichen Boosts. Ballast und Kopper. Kopper. So, fahren auf Regen raus. Es regnet die ganze Zeit, wie wir auch sehen. Werden mit Max eventuell sogar den Undercut machen. Müssen wir mal gucken, wie wir uns jetzt in dem Start hier verhalten.
Und los geht's. Max Verstappen zieht schön nach innen. Unser Gegner haut schon ab. Nicht unbedingt der beste Start hier. Sehr, sehr eng. Wie wir auch sehen hier, es ist mega eng. Hier, jawohl, Russell hat sich wieder den Platz zurückgeholt. So, Max Verstappen geht mal jetzt ein bisschen runter vom Gas, versuchen die Position zu verteidigen, natürlich auch zu halten. So. Der Gegner ist natürlich auch ein Bummer, ja, muss man auch mal sagen. Sein Russell auf 6, ihr seht selber da, Platz 9, Wahnsinn. So, auf der Geraden ein bisschen beschleunigen. Werden mit Max Verstappen werden wir den Undercut machen. Und mit Russell werden wir eine 4-4 fahren. Russell wäre super, wenn er jetzt den Aston Martin vor sich überholt. Hier, das ist natürlich Vettel, wie immer. Vettel ist immer so ein Ding. So, werden doch mit Russell kommen. Ihr seht selber, es ist ziemlich eng. Also es bringt nichts hier zu pushen. Also bringt es dann schon eher frühzeitig in die Box zu kommen. Allerdings wird es schwer, den Gegner hier ja, zu stoppen. Sagen wir mal so. Die Boosts bringen auch nicht gerade viel. George Russell hat jetzt nochmal einen Platz gut gemacht. Allerdings ist es ziemlich eng. Er muss auf Push bleiben. Wir müssen ihn leider ja, pushen. Wir hoffen jetzt auf die Leute, die jetzt reinkommen, dass wir die mit George machen können. Jawohl, hat ein bisschen Platz. Das hat man auch direkt gesehen, dass wir jetzt die Plätze gemacht haben. Der Gegner bleibt noch nach wie vor draußen. So, Max. Der Gegner kommt jetzt rein zur 5. Runde mit beiden Fahrern. Aber wir sind viel zu weit hinten. Undercut hat uns ein bisschen was gebracht. Sind ein bisschen weiter nach vorne gekommen, allerdings gewinnen tun wir das Rennen nicht. Ihr seht selber hier vom Platz, Russell war auf Platz 16, da haben wir jetzt Platz 13 gemacht. Aber Verstappen bleibt auf Platz 20 hängen. Wir müssen jetzt auch mit Russell ein bisschen aufpassen hier, dass wir nicht zu viel Gas geben, weil sonst haben wir am Ende gar keine Reifen mehr. Max Verstappen hier, der macht einfach nichts. Da kommt nichts rum. Schildert hier hin und her. Sieht aus, als hätte er kaum Grip. Obwohl er Ballast drin hat. Der Gegner hat gute Punkte hier gefahren. Fährt hier gute Punkte, wie es aussieht. Natürlich mehr Power. Ja, Montreal ist so ein Parcours. Oh, da hätte Russell fast auch noch hier Platz 12 gemacht. Ja, wir versuchen jetzt mit Max Verstappen noch die letzte Runde zu pushen. Hoffen wir mal, dass wir... Jawohl, Kevin Magnussen haben wir gemacht, Platz 19. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt hier? Ja, 18 Punkte ist nicht gerade schön, aber was willst du machen? Russell hier nochmal. Nein, schafft er auch nicht. Wir haben jetzt auch keine Reifen mehr für die letzte Kurve. Hoffen, dass wir den Platz trotzdem behalten können. Es hängt mega, aber nicht schlimm. Platz 13 und Platz 19, 18 Punkte haben wir geholt in Montreal. Sollte reichen, werden wir uns dann für Freitag, werden wir uns bemühen, da eventuell, hoffentlich ist es trocken. Und dann können wir da mehr Punkte erzielen. Ja, Equipment kennen wir, Setup kennen wir, von unserem Gegner hatten wir schon vorher. Ist ja der gleiche Gegner gewesen. Ja, machen wir noch Rennen 3 und Rennen 4 machen wir noch. Ich werde euch dann auf jeden Fall berichten, ob wir uns dann noch qualifiziert haben. Denke ich mal schon. Wir qualifizieren uns eigentlich immer mittwochs ohne Probleme. Von daher sollte gar kein Problem sein. Ja, werden dann noch den Pass hier Belohnung abholen. Also Grand Prix zählt auch, wie wir sehen.
Können wir abholen, einfordern und auch nochmal hier die 45 nehmen wir auch nochmal mit. So, und dann müssen wir jetzt warten. Wir müssen jetzt warten, so gesehen. Und dann holen wir uns dann die Belohnungen morgen ab. Ich hoffe, dass es da kein Cooldown gibt, so wie jetzt auch. Und dann haben wir da auch unsere Ruhe. Ja, Leute, das war's von heute, von meiner Seite aus. Wir sehen uns später bei dem nächsten Video. Und ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, dass ihr euch qualifiziert. Und bis später. Ciao.